Freundschaft ist nicht weniger kompliziert als eine romantische Beziehung. Nicht jeder findet im Laufe seines Lebens einen echten Freund. Dabei kann ein Fehler so schmerzhaft, ja sogar gefährlich sein, dass er in Blutvergießen enden kann. Anthony Dutcher Jr. wurde am 22. Mai 1985 in Colorado Springs, Colorado, USA geboren. Der Junge war aktiv und vielseitig. Er hatte viele verschiedene Hobbys. Es schien, als könne er für alles Zeit finden. Er lernte mehrere Musikinstrumente, Sprachen und Kampfsportarten, liebte die Natur, ging wandern und konnte sogar mehrere Nächte allein im Wald überleben. Tony wollte in Zukunft seine Liebe zu Sprachen und seine Leidenschaft für Kampfsportarten verbinden. Er wollte Übersetzer werden, zum Militär gehen oder etwas in dieser Richtung machen. Alle, die ihn kannten, beschrieben ihn als sehr freundlich und kontaktfreudig, familienorientiert und ehrgeizig. Tony nahm sich immer Zeit für seine Angehörigen, darunter seine Großeltern Carl und Joanna Dutcher. Sie lebten in einer ländlichen Gegend namens Gaffey im Bundesstaat Colorado mit etwa 100 Einwohnern. Hier kannten sich alle, es war immer ruhig und friedlich. Gaffney lag 1,5 Autostunden von Colorado Springs entfernt. Anthony kam sehr gerne zu ihnen, weil seine Verwandten inmitten der Natur lebten, wo er seiner Leidenschaft für die Erforschung der Welt um ihn herum nachgehen konnte. In der Kleinstadt gab es nur ein paar Dutzend Häuser, die über ein großes Gebiet verstreut waren. Der Großvater Carl Dutcher wurde 1940 geboren. Er diente 20 Jahre lang in der Armee und arbeitete anschließend als Maschinist. Die letzten 13 Jahre seiner beruflichen Laufbahn war er in staatlichen Strukturen tätig. Carl baute eine erfolgreiche Karriere auf. Fast sein ganzes Leben lang war Johanna seine Lebensgefährtin. Sie wurde 1942 geboren, arbeitete als Kosmetikerin, Krankenschwester und später als Verkäuferin in einem Geschäft. Sie kannten sich seit ihrer Kindheit, wuchsen seit ihrem 7. Lebensjahr zusammen auf, verliebten sich ineinander und beschlossen, ihr Leben miteinander zu verbinden. Das geschah im Jahr 1964. Von diesem Moment an waren die Dutchers unzertrennlich. Das Paar hatte 3 Söhne, Charles, Anthony und James. Nach ihrer Pensionierung ließen sich Mann und Frau in Gaffey nieder, um dort ihren Lebensabend in Ruhe zu verbringen. Hier bauten sie eine Farm auf, begannen mit der Landwirtschaft und züchteten Tiere. Joanna war ziemlich kontaktfreudig und aktiv. Carl hingegen wurde zum Stubenhocker und versuchte, das Haus möglichst nicht zu verlassen. Der Mann arbeitete gerne auf seinem Land und freute sich, wenn sein Enkel zu Besuch kam. Sie kauften sogar ein kleines Stück Land im Tal unterhalb der Farm, wo Anthony sich eine richtige Hütte bauen konnte. Es war ein Ort auf einer Anhöhe, von dem aus man einen wunderschönen Blick auf die Umgebung hatte, darunter auch auf die Familienfarm. Der Schüler hatte zusammen mit seinem Großvater einige Jahre vor den beschriebenen Ereignissen eine Zuflucht gebaut. Mit 15 Jahren kam er immer öfter zu Besuch, was seine Angehörigen sehr freute. Er und sein Großvater hatten viel gemeinsam. All dies trug zu einer sehr herzlichen Beziehung bei. Silvester, 31. Dezember 2000. Anthony war 15 Jahre alt. Er wollte diesen Feiertag mit seiner Großmutter und seinem Großvater verbringen, die zu diesem Zeitpunkt 60 bzw. 58 Jahre alt waren. Seine Eltern wollten verreisen und waren daher gerne einverstanden. Die Eltern brachten Anthony am Morgen des 31. Dezembers zum Haus seiner Großeltern, wo bereits die Vorbereitungen für den festlichen Abend in vollem Gange waren. Später wollte sich noch ein Freund von Anthony namens Isaac Grimes dazugesellen. Er war ebenfalls 15 Jahre alt. Die Jungen waren schon seit langem beste Freunde. Sie wollten eigentlich zu Anthonys Hütte fahren, um dort zu campen und den Feiertag zu verbringen. Kurz vor Mitternacht rief die Mutter Anthony an. Sie tauschten Glückwünsche aus, da sie befürchteten, dass die Leitung um 12 Uhr überlastet sein würde und sie sich nicht erreichen könnten. Mutter und Sohn unterhielten sich ein wenig und vereinbarten, sich am Morgen des 1. Januar zu melden, wenn alle aufgewacht waren. Tony versprach anzurufen, sobald er aufgestanden war. Normalerweise war er früh wach. Als seine Mutter jedoch am Morgen aufstand, erhielt sie den versprochenen Anruf nicht, und es kam auch keine Nachricht, was ihr seltsam vorkam. Normalerweise schickte Tony eine Glückwunsch-SMS, die in der Nacht ankommen sollte, für den Fall, dass die Leitungen überlastet waren. Aber auch diese kam nicht. Die Frau machte sich keine Sorgen, da es sich um einen Urlaub und einen Feiertag handelte. Außerdem wusste sie, dass die Schüler vorhatten, in eine Hütte zu fahren, wo der Empfang schlecht sein konnte. Aber auch die Großeltern riefen nicht an, was die Frau beunruhigte. Sie beschloss, sie zu kontaktieren und nachzufragen, was los war.
aber sie beide ignorierten ihre Anrufe. Die Mutter versuchte mehrmals, jemanden aus dem Kreis der Angehörigen zu erreichen, aber niemand antwortete, bis zum 3. Januar 2001. Nun konnte sie ihre Unruhe nicht mehr mit Ausreden über Camping und Feiertage verdrängen und wandte sich an die Polizei mit der Bitte, nach dem Wohlergehen ihrer Verwandten zu sehen. Die Polizeibeamten reagierten sofort auf den Anruf. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie ein Chaos vor. Eine äußere Untersuchung ergab Einbruchsspuren. Jemand war durch die Hintertür in das Haus eingedrungen. Im Inneren war alles durcheinander, viele Gegenstände waren zerbrochen. Als sie die Küche erreichten, fanden die Streifenpolizisten Carl Dutcher leblos vor. Der Mann lag in einer Blutlache auf dem Boden, offensichtlich erschossen. Jemand hatte 2 Kugeln auf ihn abgefeuert, die ihn in die Brust getroffen hatten. Von diesem Moment an zogen die Polizisten ihre Dienstwaffen, da sich der Täter noch im Haus befinden konnte. In der Nähe der Leiche lag keine Pistole. Es schien sich um ein Verbrechen zu handeln und nicht um einen freiwilligen Abgang aus dem Leben. Daher schienen die Befürchtungen der Beamten begründet. Als sie den Flur erreichten, fanden sie im Badezimmer die Leiche einer Frau, die auf einer zerbrochenen Toilette lag. Es war Joanna. Auch sie war tot und lag in einer großen Blutlache. Sie war erschossen worden. 6 Kugeln hatten die wehrlose Frau getroffen. Es war offensichtlich, dass es sich um einen Mord handelte. Es konnte kein Zufall sein. Am meisten beunruhigte die Angehörigen, dass Anthony nicht im Haus gefunden wurde. Die Polizei versiegelte die Farm und begann mit den Ermittlungen. Zunächst wollten sie herausfinden, wo sich der Teenager befand. Vielleicht brauchte er Hilfe. Die Mutter bestätigte, dass er sich zu diesem Zeitpunkt bei Verwandten aufhalten sollte und nicht ohne Vorwarnung allein nach Hause fahren durfte. Der Teenager wurde als vermisst gemeldet und die Suche begann. Die Familie Dutcher war erschüttert von dem Vorfall und beschloss, nach Gaffey zu fahren, um bei der Suche nach Anthony zu helfen. Die Mutter erzählte der Polizei von den Plänen ihres Sohnes, in einem Waldlager zu übernachten, konnte aber den Standort der Hütte am Telefon nicht erklären, weshalb sie dies vor Ort tun wollten. Während die Dutchers zur Farm der Eltern fuhren, untersuchten Kriminalbeamte weiter den Tatort. Es sah nach einem spontanen Angriff aus, als wäre Carl in die Küche gegangen und ohne Vorwarnung erschossen worden. Er hatte nicht einmal Zeit, sich zu verteidigen. Der Mann wies keinerlei Abwehrverletzungen auf. Wahrscheinlich hatte Joanna etwas mehr Zeit, um zu reagieren. Sie wurde angegriffen, ihr Kopf wurde gegen die Toilettenschüssel geschlagen und anschließend erschossen. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann konnte sie reagieren. Eine Hand der Frau wurde durchschossen. Wahrscheinlich versuchte Joanna instinktiv, sich vor der Kugel zu schützen, die durch ihre Handfläche in ihren Kopf eindrang und sie sofort tötete. Alles deutet darauf hin, dass sie das zweite Opfer der unbekannten Täter war. Wahrscheinlich versuchte sie, sich im Badezimmer zu verstecken, aber ohne Erfolg. Nach Ansicht erfahrener Kriminalisten hatten die Opfer mehrere Tage in dem Haus verbracht. Die Leichen hatten bereits zu verwesen begonnen, weshalb es dort unangenehm roch. Beide Opfer trugen Nachtwäsche, was bedeutet, dass sie entweder unmittelbar bevor die Dutchers zu Bett gehen wollten oder gleich nach dem Aufwachen angegriffen wurden. Bei der Untersuchung des Hauses wurde im Wohnzimmer eine kleine Jacke gefunden, auf der eine Spur zu sehen war, als hätte jemand ein blutiges Messer daran abgewischt. Außerdem wurde hier ein Holster gefunden, das zum Tragen einer Schusswaffe am Körper verwendet werden kann. Die Pistole selbst fehlte jedoch. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass diese Gegenstände miteinander in Verbindung stehen müssen. Die in Gaffey eingetroffenen Familienmitglieder der Dutchers berichteten, dass Carl sehr an Schusswaffen interessiert war. Er besaß mehrere verschiedene Exemplare. Außerdem kaufte der Mann verschiedene Pistolen und Gewehrmodelle, restaurierte sie und verkaufte sie wieder. Das war sein Hobby. Zum Zeitpunkt des Verbrechens befanden sich mehrere Dutzend Schusswaffen in seinem Haus. Nun galt es herauszufinden, was genau verschwunden war. Der Sohn des Verstorbenen half bei der Klärung dieser Frage. Der Mann teilte das Interesse seines Vaters und hatte eine ungefähre Vorstellung davon, was dieser derzeit besaß. Dies war ein wichtiger Hinweis, da die Waffen nicht offen aufbewahrt wurden, sondern in einem speziell dafür vorgesehenen, verschlossenen Waffenschrank. Um diesen zu finden, zu öffnen und die Pistole zu stehlen, musste man gezielt vorgehen. Das heißt, der Täter musste seine Opfer gut kennen und wissen, wo sich der Waffenschrank befand. Die Ermittler begannen, die Version zu prüfen, dass der Mörder der verschwundene Enkel Anthony war. Das Schicksal des Teenagers war bis dahin unbekannt. Man ging davon aus, dass er aus irgendeinem Grund zur Waffe gegriffen und seine Angehörigen getötet hatte,
und nun auf der Flucht war. Tonys Eltern lehnten jedoch jede Möglichkeit solcher Ereignisse sofort ab. Er habe seine Großeltern sehr geliebt und zu allen Angehörigen ein ausgezeichnetes Verhältnis gehabt. Der Teenager litt nicht unter psychischen Erkrankungen, war nie weggelaufen. Es habe grundsätzlich keine Probleme mit ihm gegeben. Tony war zuvor nie zu Gewalt neigend gewesen. Als die Mutter und der Vater des vermissten Schülers eintrafen, konnten sie die Polizisten endlich zu dem Lager im Wald führen, wo Anthony campen wollte. Er wollte mit seinem besten Freund Isaac in einer Hütte feiern. Die Mutter war voller Hoffnung, ihren Sohn lebend zu finden. Sie vermutete, dass er sich dort vor einer Bedrohung versteckt hielt. Das Grundstück befand sich etwa 500 Meter vom Haus entfernt auf einem Hügel, der von allen Seiten von dichter Vegetation verdeckt war. Mehrere Polizisten mit Waffen begaben sich in Begleitung der Frau dorthin. Als die Polizisten hineinschauten, sahen sie sofort einen Schlafsack, in dem offensichtlich jemand lag, und etwas weiter entfernt einen weiteren, der leer war. Daneben lagen Brettspiele. Leider wurden die Hoffnungen der besorgten Mutter nicht erfüllt. Anthony war hier, aber der Junge war ebenfalls eines grausamen Todes gestorben. Dem Teenager war die Kehle durchgeschnitten worden, und zwar so tief, dass er praktisch enthauptet war. Der Täter hatte einen heftigen Schlag ausgeführt, um ihm keine Überlebenschance zu lassen. Es gab kein einziges Anzeichen dafür, dass der Teenager sich gewehrt hatte. Er wurde überrascht und kaltblütig erstochen. Tony wurde mit einem einzigen Schlag getötet, offensichtlich mit voller Kraft. Die Ermittler bemerkten etwas sehr Beunruhigendes. Angesichts der Präzision und Kraft war es möglich, dass der Mörder nicht zum ersten Mal so etwas getan hatte. Die Handlungen wirkten professionell und routiniert. Trotz aller Bemühungen der Polizei gelang es ihnen nicht, eine Waffe zu finden, mit der der Angriff verübt worden sein könnte. Die Eltern wurden ausführlich befragt. Sie gaben Auskunft über alles, was Anthony mitgenommen haben könnte. Wahrscheinlich hatte der Täter Wertsachen mitgenommen, die helfen könnten, ihn zu finden. Unter den Gegenständen, die nicht zusammen mit dem Teenager gefunden wurden, befand sich eine Uhr, die ihm seine Großeltern zu diesem Fest geschenkt hatten. Es war ein recht teures und auffälliges Accessoire mit einem blauen Flammenmotiv. Am selben Tag stellten die Ermittler fest, dass noch ein weiterer 15-jähriger Teenager namens Isaac Grimes an diesem Campingausflug teilnehmen sollte. Das erklärte, warum sich in Anthonys Hütte noch ein weiterer Schlafsack und ein aufgeschlagenes Spiel befanden. Hier hatten sich eindeutig mindestens 2 Personen aufgehalten. Der Schlafsack war jedoch leer. Nun begannen die Polizisten, nach einem weiteren möglichen Opfer zu suchen. Als erstes beschlossen sie, zum Haus des Schülers zu fahren, da er in der Nähe wohnte. Zu ihrer Überraschung fanden sie ihn dort. Der 15-jährige Isaac Grimes öffnete ihnen persönlich die Tür. Der Teenager war am Leben und schien unverletzt zu sein. Der Schüler erzählte den Ermittlern, dass er sich tatsächlich mit seinem Freund verabredet hatte, um in der Silvesternacht zu dessen Verwandten zu fahren. Sie wollten dort zelten. In letzter Minute sagte er jedoch die Verabredung mit Anthony ab, da andere Freunde ihn zum Trinken nach Colorado Springs eingeladen hatten. Dort fand eine Party statt, die von älteren Schülern organisiert worden war. Isaac beschloss, dorthin zu gehen. Seinen Angaben zufolge kam er nie bei den Dutchers an, sah seinen besten Freund nicht und wusste nicht, was mit ihm passiert war. Isaac war sehr aufgewühlt, als man ihm vom Tod von Anthony, seiner Großmutter und seinem Großvater erzählte. Aber etwas an seinem Verhalten war beunruhigend. Leider wusste Anthonys Mutter nicht genau, ob Isaac an diesem Abend zu seinem Freund gegangen war. Während des Telefonats mit ihrem Sohn hatten sie darüber nicht gesprochen. Aber sie wusste ganz sicher, dass Isaac schon einmal mit Anthony in der Hütte gewesen war. Er hatte ihm seinen geheimen Ort gezeigt. Niemand sonst durfte davon wissen. Die Ermittler beschlossen, seine Aussage zu überprüfen und herauszufinden, mit wem Isaac an diesem Abend auf die Party gegangen war. Der Teenager gab nur sehr widerwillig 2 Namen preis. Er war von 2 Schulkameraden eingeladen worden, Jonathan Martini und Glenn Urban, die 17 und 18 Jahre alt waren. Die Polizisten nahmen Kontakt zu den beiden Jugendlichen auf, die sich beide zu einem Gespräch bereit erklärten. Doch das Gespräch mit ihnen ergab etwas Erstaunliches. Ihre Geschichten ähnelten sich so sehr, dass es den Anschein hatte, als hätten die Jugendlichen diese Erzählungen sorgfältig vorbereitet und auswendig gelernt. Sie verwendeten dieselben Phrasen und Formulierungen, als hätten sie die Sätze auswendig gelernt. All dies war untypisch für solche Verhöre. Leider reichte dies nicht aus, um den jungen Männern auch nur irgendwelche Vorwürfe zu machen. Es mussten Beweise gefunden werden, die sie mit dem Tatort in Verbindung brachten.
Auf jeden Fall gerieten die beiden älteren Männer und Tonys bester Freund unter Verdacht. Nun war unklar, wem der Schlafsack gehörte, der neben Tonys Leiche in seiner Hütte gefunden worden war. Bald kam der Autopsiebericht. Es stellte sich heraus, dass alle Opfer, Carl, Joanna und Anthony, in der Neujahrsnacht gestorben waren. Das deutete darauf hin, dass der Täter gezielt gekommen war, um alle Familienmitglieder, die in dem Haus lebten, zu töten, und dass er wusste, wo er jeden Einzelnen finden konnte. Das bestätigte nur, dass der Mann die Dutchers gut kannte, denn praktisch niemand wusste, wo sich Tonys geheime Hütte und der Waffenschrank seines Großvaters befanden. Dieser Gedanke wurde auch durch das Fehlen von Waffen in Carls Haus bestätigt. Der Mann hatte nämlich die Angewohnheit, immer eine Pistole mitzunehmen, bevor er die Tür öffnete. Sie lag sogar neben der Eingangstür. Das mag ungewöhnlich erscheinen, aber für einen Amerikaner, der in einer solchen Abgeschiedenheit lebt, kann das eine Frage von Leben und Tod sein. Eine Waffe kann jederzeit zur Selbstverteidigung nützlich sein. Diese Gewohnheit war so tief verwurzelt, dass der Großvater sogar seine Kinder und Enkelkinder mit einer Waffe empfing. Aber aus irgendeinem Grund wurde der Mann überrascht. Leider waren der oder die Mörder sehr vorsichtig und hinterließen keine Spuren im Haus. Angesichts der Entfernung zwischen dem Haus und dem Lager wurde angenommen, dass Anthony das erste Opfer war und von einer Person getötet wurde. Der Überfall auf das Haus könnte von einer anderen Person verübt worden sein, worauf das veränderte Verhalten, die andere Handschrift und die Wahl der Waffe hindeuteten. Allerdings konnten die Vermutungen nicht bewiesen werden. Die Ermittlungen dauerten 2 Monate, aber bis dahin wurden keine wertvollen Hinweise gefunden. Unerwartet meldete sich am 6. März 2001 Isaac Grimes bei der Polizei. Der 15-jährige Teenager fürchtete um sein Leben und erzählte eine absurde Geschichte. Er werde von einem Mann mit einer Schrotflinte verfolgt, der die Familie seines besten Freundes erschossen habe. All dies konnte wie die Paranoia eines Schülers erscheinen, der von dem Mord an 3 Menschen zu sehr beeindruckt war. Vor diesem Hintergrund kamen den Ermittlern jedoch erneut Zweifel. Sie beschlossen, noch einmal über die Ereignisse in der Neujahrsnacht zu sprechen. Einer der Ermittler erinnerte sich an die Uhr, von der Tonys Eltern erzählt hatten. Bei einem Treffen mit Isaac wurde er danach gefragt. Dieser erzählte, dass er das Accessoire tatsächlich bei seinem Freund gesehen habe, was den schwerwiegendsten Widerspruch während der gesamten Ermittlungen darstellte. Denn die Uhr war erst am Neujahrstag verschenkt worden. Dementsprechend konnte Isaac sie nicht gesehen haben, wenn ihr Treffen tatsächlich kurz vor Mitternacht stattgefunden hatte. Dies widersprach den ursprünglichen Aussagen des Verdächtigen. Das bedeutete, dass Isaac im Haus gewesen war und offensichtlich etwas wusste. Es schien, als käme die Sache endlich voran. Am 8. März 2001 wurden der Junge und seine Eltern zu einer offiziellen Vernehmung eingeladen. Er beharrte weiterhin darauf, dass er in der schicksalhaften Nacht nicht bei seinem Freund zu Besuch gewesen sei. Dann kamen die Polizisten geschickt auf das Thema Uhr zu sprechen und deckten die Lügen des Teenagers buchstäblich vor den Augen seiner Eltern auf. Alles endete mit einer Armeejacke mit Blutspuren, die im Haus der Opfer gefunden worden war. Schließlich brach Isaac zusammen, aufgrund der Widersprüche und offensichtlichen Lügen, und gestand. Der Teenager erzählte, was in dieser Neujahrsnacht wirklich passiert war. Isaac gestand, dass sein Klassenkamerad Jonathan Martini ihn kurz vor Mitternacht zu Anthony nach Hause gebracht hatte. Dort trafen sich die Jungen, gratulierten sich gegenseitig und bereiteten sich auf die Feier vor. Dann gingen sie zusammen zum Campingplatz, wo sie als Freunde Zeit verbrachten. Sie spielten und erzählten Geschichten. Anthony ahnte nicht, dass sein bester Freund ein Messer dabei hatte. Als die Teenager schlafen gehen wollten, lenkte Isaac die Aufmerksamkeit seines Freundes auf das Licht im Fenster. Dieser drehte sich um nachzuschauen. Isaac näherte sich seinem Freund von hinten, zog das Messer und stach mit aller Kraft auf Anthony ein, mit tödlicher Wirkung. Später war der Gerichtsmediziner erstaunt, dass ein 15-jähriger Schüler mit einem einzigen Stich eine so tiefe Wunde verursachen konnte. Isaac selbst gab zu, dass er seine ganze Kraft eingesetzt hatte. Dann tauchte der 17-jährige Jonathan Martini auf. Er erreichte die Farm der Dutchers gegen 4 Uhr morgens. Der Junge hatte ein Gewehr dabei. Er wartete abseits des Hauses auf die Rückkehr von Isaac. Beide gingen hinein, zu dem älteren Ehepaar, und brachen die Hintertür auf. Der Lärm weckte die Bewohner. Joanna und Carl standen auf. Der Mann ging in die Küche, um nachzusehen, was los war. Wahrscheinlich wollte Carl die Einbrecher vertreiben, ohne zu ahnen, dass sie gekommen waren, um sie zu töten. John schoss als erster auf den Mann. Isaac sah nur zu.
Nach 2 Schüssen fiel Carl sofort zu Boden. Joanna erschrak, rannte weg und schloss sich im Badezimmer ein. Sie wollte sich verstecken. Aber Jonathan hatte nicht vor, Zeugen zu hinterlassen. Der Junge brach die Tür auf, schlug die Frau mit dem Kopf gegen die Toilette und erschoss sie anschließend. Bemerkenswert ist, dass all diese schrecklichen Taten von Schülern begangen wurden. John war 17 Jahre alt, Isaac nur 15. Laut Isaac folgte er einfach seinem älteren Freund und sah zu, wie dieser unschuldige Menschen tötete. Die Täter wussten von Carls Waffen und nahmen mehrere davon mit. Sie luden sie in den Kofferraum ihres Autos und fuhren einfach davon. Beide fuhren zum Haus von Glenn Urban, dem 18-jährigen Teenager, dem ältesten der Gruppe. Sie gaben ihm das Messer und das Gewehr, mit dem sie 2 Menschen erschossen hatten. Er sollte alles beseitigen und wurde so zum Mittäter. Die Polizisten konnten kein Motiv für die Tat finden. Isaac schwieg hartnäckig. Woher das Gewehr stammte, blieb ebenfalls ein Rätsel. Unmittelbar nach dem Geständnis des 15-jährigen Jonathan Martini wurde dieser festgenommen. Er bestritt seine Beteiligung an dem 3-fachen Mord. Dann wurde Glenn Urban festgenommen. Auch er leistete lange Widerstand. Doch schließlich gelang es, den Oberstufenschüler zu brechen. Glenn gestand, dass er beauftragt worden war, die Waffe zu vernichten, gab aber noch einen weiteren wertvollen Hinweis. Seinen Angaben zufolge war ein weiterer Teenager namens Simon Sue, der zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt war, an der Tat beteiligt. Laut Glenn war es dieser junge Mann, der das blutige Massaker angeführt hatte. Simon hatte die Ziele ausgewählt, die Operation geleitet und alles geplant. Er erklärte auch, wie man die Spuren des Verbrechens beseitigen könne. Auf sein Drängen hin musste Glenn die Waffe vernichten, deshalb zerlegte der Junge sie und warf die Teile an verschiedenen Orten weg. Während der gesamten Ermittlungen hörten die Ermittler zum ersten Mal den Namen Simon Sue. Sie beschlossen sofort, mit den beiden anderen Beteiligten zu sprechen, aber diese schwiegen hartnäckig. Über den Teenager wurde bekannt, dass er sehr verschlossen und ungeliebt aufgewachsen war und während seiner Schulzeit praktisch keinen Kontakt zu anderen hatte. Ike, Glenn und John lernte er in der Oberstufe kennen. Isaac und Simon waren begeisterte Schachspieler und Videospieler. Das verband sie. Alle 3 waren ebenfalls wenig kontaktfreudig und hatten fast keine Freunde, wollten aber unbedingt beliebter werden. Nach einiger Zeit gerieten alle 3 unter den Einfluss von Simon, der ihnen ein besseres Leben versprach. Er gab sich sofort als Mitglied einer geheimen Organisation aus und erzählte, dass er Kontakte zur Rebellenarmee aus Guyana habe. All dies ähnelte laut Beschreibung der Rekrutierung von Schülern, die Probleme mit der Sozialisierung hatten. Wahrscheinlich wollten sie einfach Teil von etwas Größerem sein. Nun wurde klar, dass alle von Simon getäuscht worden waren. Seit ihrem Beitritt zu dieser Organisation mussten sie eine spezielle Ausbildung absolvieren, die das Schießen mit Schusswaffen und die richtige Technik zum Kehlschneiden umfasste. Simon gab ihnen immer schwierigere und brutalere Aufgaben. Es ging so weit, dass er sie zwang, bis zur Erschöpfung zu essen und zu trinken und diese Qualen als Willensprobe bezeichnete. Schließlich gelang es dem Manipulator, die Jugendlichen so zu verwirren, dass sie sich ein Leben ohne die Organisation und die Ausführung von Simons Aufträgen nicht mehr vorstellen konnten. Der Anführer leitete diesen Club wie eine militärische Organisation. Er gab jedem Mitglied einen militärischen Rang und motivierte sie, ihm besser zu dienen. Simon zwang die Jungen, ihm einen Teil ihres Geldes abzugeben. Bei Ungehorsam bestrafte er sie grausam. Zu den ständigen Aufgaben des Mentors gehörte das Anschauen grausamer Videos mit realen Tötungen von Tieren und später auch von Menschen. Irgendwann zeigte Isaac jedoch Unzufriedenheit, als hätte er gespürt, dass er etwas Schlimmes tat. Daraufhin erklärte Simon ihn zum Verräter, drohte ihm mit Verfolgung und Mord und forderte ihn dann auf, seine Loyalität gegenüber der Gruppe zu beweisen. All dies geschah unter dem Druck 2 älterer Jungs. So erhielt Isaac den Auftrag, seinen besten Freund Anthony zu töten, um seine Loyalität gegenüber der Gruppe zu beweisen. Jonathan erhielt den Auftrag, seine Großeltern zu beseitigen. Beide sollten mehrere Waffen aus Carls Haus holen. Da sie in der Nähe wohnten, wussten sie von Carls Leidenschaft für die Restaurierung von Waffen und seinem Waffenschrank. Dank Anthony war es nicht schwer, den Standort herauszufinden. Aber warum wurde ausgerechnet die Familie Dutchers als Opfer ausgewählt? Das Motiv für den 3-fachen Mord an diesen Menschen blieb ein Rätsel. Laut Quellen könnte Carl eine unangenehme Bemerkung gegenüber Simon gemacht haben. Genau das könnte den Hass provoziert haben. Allerdings gab es dafür keine Beweise. Alle Schüler behaupteten jedoch, dass er sie aus diesem Grund gegen Carl Dutchers aufgehetzt habe.
Das eigentliche Motiv könnte der Besitz von Schusswaffen gewesen sein, die der Täter an sich bringen wollte. Als die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl in das Haus von Simon Sue stürmte, konnte sie sofort die Aussagen der anderen Jugendlichen bestätigen. Insbesondere fand man bei ihm mehrere Gegenstände, die Carl gestohlen worden waren. Alles sah so aus, als würden tatsächlich Vorbereitungen für ein Verbrechen getroffen. Bei dem Anführer wurden mehrere Dutzend Schusswaffen gefunden. Alle waren bei verschiedenen Überfällen gestohlen worden. Vor der Tragödie auf der Dutchers Farm waren die Überfälle jedoch nicht gewalttätig gewesen. Im Haus wurden mindestens 36 Pistolen und Gewehre gefunden, die nun überprüft werden mussten. Trotz seines Alters von nur 18 Jahren hatte der Anführer der Bande ein eigenes Lager, in dem noch mehr Waffen, Ersatzteile in verschiedenen Stadien der Demontage sowie Munition gefunden wurden. Dort war ein ganzes Arsenal untergebracht, darunter auch AK-47. Nach Angaben der Polizei hätte er eine kleine Infanterieeinheit bewaffnen können. Simon wurde zum Verhör mitgenommen. Obwohl der junge Mann ein ruhiger und unbeliebter Mensch war, erwies er sich als sehr gerissen und zynisch. Er weigerte sich, seine Schuld einzugestehen und beschuldigte Glenn, Isaac und Jonathan ohne zu zögern, dass sie das Verbrechen begangen hätten und ihn nur zum Sündenbock machen wollten. Laut Simon befand er sich zum Zeitpunkt des Überfalls in Kanada und habe daher überhaupt nichts mit dem Vorfall zu tun. Natürlich log der Anführer der Bande. Er bestritt, seine Freunde zu verschiedenen extremen Handlungen gezwungen zu haben und bezeichnete den Club, dem sie angeblich angehörten, als reine Unterhaltungsgemeinschaft. Er begann sofort zu erzählen, dass alle 3 Komplizen psychische Probleme und Verhaltensstörungen hätten und bezeichnete alle 3 als aggressiv. Es war offensichtlich, dass er sich gut auf den Fall seiner Verhaftung vorbereitet hatte. Letztendlich wurde beschlossen, alle Täter wegen 3-fachen Mordes als Erwachsene zu verurteilen. Isaac Grimes bekannte sich schuldig, seinen besten Freund Anthony Dutch ermordet zu haben. Er wurde zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 60 Jahren verurteilt. Jonathan Mazzini und Simon Sue wurden wegen Organisation krimineller Aktivitäten, Mordplanung und illegalem Waffenbesitz angeklagt, John zusätzlich wegen Doppelmordes. Letztendlich erhielt Jonathan eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung nach 68 Jahren. Der Anstifter wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung nach 53 Jahren verurteilt. Weil Glenn die Verbrecherbande unterstützt und die Tatwaffe beseitigt hatte, wurde er zu nur 2 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Es wurde bewiesen, dass er das Verbrechen weder geplant noch begangen hatte, obwohl er genau über die Absichten seiner Freunde Bescheid wusste und nicht half, die Gräueltaten zu verhindern. Isaacs Mutter kann bis heute nicht glauben, dass ihr Sohn ein so schreckliches Verbrechen begangen hat. Sie versteht nicht, wie der nette, gutmütige Isaac unter dem Einfluss eines gefährlichen Manipulators zu einem wahren Monster werden konnte. Isaac selbst erklärt seine Beteiligung an dem Mord damit, dass er eingeschüchtert und bedroht worden sei. Dem Teenager wurde gedroht, dass seine Familie getötet würde, wenn er sich nicht füge und seine Rolle nicht spiele. Deshalb sei er gezwungen gewesen, seinen besten Freund zu erstechen. Nach Beginn seiner Haftstrafe schrieb Isaac einen Brief, in dem er Reue für seine Tat zeigte. Einige Verwandte von Anthony glauben nicht an seine Geschichte über Einschüchterungen und sind der Meinung, dass Isaac sich an die Polizei hätte wenden können. Dann wäre niemand zu Schaden gekommen, weder Isaacs Familie noch die Familie Dutcher. Die Angehörigen der getöteten Familie halten die Urteile für zu milde. Ihrer Meinung nach verdienen Simon und Jonathan die Todesstrafe für den brutalen Mord an unschuldigen Menschen. Anthonys Mutter erklärte, dass sie Isaac vergeben habe und sogar vor Gericht zu seinen Gunsten ausgesagt habe, um das Urteil zu mildern. Die Frau glaubt, dass Isaac ein Opfer von Simons Manipulationen geworden sei. Die Mutter war nach dem Tod ihres Sohnes so verzweifelt, dass sie sogar 2-mal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Sie schreibt Isaac immer noch Briefe und empfindet Mitgefühl für ihn. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.